Ja, moin zusammen. Wie bereits in dem Short angekündigt, gibt es heute das finale Video zum Nozzle-Mod. Das hatten wir schon einmal, allerdings hatte ich da die verkehrte Nozzle benutzt und deswegen habe ich das Video gelöscht, damit wir einfach keine Missverständnisse haben. Ich habe nach einer neuen Nozzle gesucht, habe eine gefunden und jetzt gibt es eben das finale Video. In erster Linie möchte ich mich wirklich bei den zahlreichen neuen Abonnenten bedanken. Vielen Dank, dass ihr auch einem kleinen YouTuber die Chance gibt, ihm unterstützt durch das Abo. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die über meine Affiliate-Links bestellen. Das sind mittlerweile echt gute, zahlreiche Bestellungen. Vielen Dank. Auch in diesem Video wird es zu den verschiedenen Dingen hier, die ich im Video benutze, Affiliate-Links geben. Wenn ihr mich darüber unterstützen wollt, würde es mich sehr, sehr freuen. Kommen wir nun zum Video. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe die originale Nozzle, die beim SV08 mitkommt, so umgebaut, dass man eine Schraubnozzle reinbekommt. Was brauchen wir dafür? Ein bisschen Werkzeug, ein M6 Gewindeschneider. Das ist jetzt ein M7, habe ich jetzt nur genommen, damit ich euch zeige, dass man hier vorne den Kopf ein bisschen abschneiden muss. Die Gewindeschneider, die ich habe, die haben eine Führungsspitze drin. Da habe ich bei meinem anderen Gewindeschneidersatz wirklich eine Flex genommen, die Spitze abgeschnitten, damit sie halt schön gerade ist. Das ist jetzt ein M7, wie gesagt, aus dem Set. Nur damit ihr seht, wie ich das meine, wenn ich sage, den Kopf abschneiden. Ja, dann bin ich hingegangen, habe einen gescheiten Schraubstock genommen, habe die alte Nozzle genommen und habe sie in den Schraubstock eingespannt. Habe mir den Franzosen genommen und habe das Ganze dann quasi durch die Flügel auf die Backen sozusagen gesetzt, das Ganze festgesetzt mit dem Franzosen und dann im Schraubstock eingespannt, durch Hin- und Hergewackle und Gedrehe nach oben gezogen und somit habe ich dann tatsächlich die originale Nozzle rausbekommen. Das Problem ist ja bekannt, dass die selbst mit PETG rausgehen, bei den alten. Und hier ist Vorsicht geboten, denn je nachdem, was für eine Revision ihr von eurem Drucker habt, gibt es auch neue Nozzle. Das ist noch eine alte und ich habe auch jetzt mittlerweile eine neue bekommen, wo eine Madenschraube noch zusätzlich gesetzt wurde, damit diese Düse halt beim Drucken nicht rauskommt. Wenn ihr eine alte habt, ja, so wie in meinem Fall, wo nur ein Loch da ist für das Thermometer und kein zweites für eine Madenschraube, dann könnt ihr die auf jeden Fall für diesen Mod benutzen. Oder ihr bestellt euch als ganz günstig eine bei eBay sei schon bei Amazon, die dann halt dieses Loch noch nicht hat. Ich gucke mal, vielleicht finde ich bei Amazon einen Link und dann setze ich den auch mit ins Video rein. Genau. So, wenn wir das gemacht haben, wenn wir die Nozzle rausgezogen haben, ne, dann können wir die praktisch schon entsorgen. Hier bei mir nicht wundern, hier ist einfach noch ein Stück Filament drin. Also das, ne. So, dann nehmt ihr einen M6 Gewindeschneider und geht her und schneidet in dem entstandenen Loch, das passt wunderbar, schneidet ihr einfach ein Gewinde, ein M6 Gewinde rein, bestellt diese Nozzle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt, also da steht für sowohl S07, für sowohl S06, für den Cobra 2 passt diese Düse. Ich verlinke sie euch in der Beschreibung und dann könnt ihr die einfach bestellen. Die kostet auch nicht viel, kommen 3 Stück. In diesem Fall ist es eine gehärtete, die gibt es auch als Edelstahl-Version und als Bronze oder Messing, Entschuldigung, nicht Bronze, Messing-Version. Genau. Und wenn ihr das Gewinde reingeschnitten habt, macht das alles schön sauber, macht das schön mit ein bisschen Öl und so weiter. Dann nehmt ihr einen Q-Tip, macht das Ganze sauber, dass halt keine Metallspäne hier drin sind. Und dann schraubt ihr einfach die neue Nozzle ein. Die hat jetzt dieses Mal auch die korrekte Länge, also sprich, die ist sogar ein Stück langsamer, genau, ein Stück länger als die Originale. Wodurch wir das auf jeden Fall nicht durch ein Z-Offset korrigieren müssen. Denn in meinem Short, das vorletzte Short ging es darum, dass ich gesagt habe, ich habe andere Düsen benutzt, Düsenspitzen benutzt, die waren leider zu kurz und da hatte ich gesagt, dass man die durch ein Z-Offset anpassen kann. Das ging aber nicht, weil diese Platte, wo der ganze Kopf montiert ist, also die Backplate von dem Kopf, ist länger gewesen als die Düsenspitze. Das heißt, die Backplate wäre zuerst auf dem Druckbett gelandet, bevor die Düse überhaupt ansetzen konnte. In diesem Fall ist es nicht, weil wie gesagt, hier ist es auch länger und das werde ich euch gleich beweisen, denn ich werde das Ganze jetzt mal in den Drucker bauen und werde euch dann einen Probedruck zeigen. Meine Empfehlung tatsächlich, ihr könnt das machen, wenn ihr mit dem originalen Kühlkörper zufrieden seid, mit den originalen Düsen, jetzt mit einer Wechseldüse, dann könnt ihr das alles so verwenden. Ich persönlich
Werde das jetzt fürs Video zwar umbauen und werde meinen Bambu-Klon Hot End ausbauen für euch, aber ich werde es hinterher wieder einbauen, glaube ich. Denn ich bin mit dem Bambu Hot End sehr zufrieden. Auch das verlinke ich euch mal. Da muss man sich praktisch nur aus ABS noch hinterher einen Adapter drucken, damit dieser Abstand halt zum Druckkopf passt. Setzt den einfach ein und meiner Meinung nach druckt der schöner als dieser. Wobei ich aber gestehen muss, dass ich mit dieser Nozzle beziehungsweise mit der umgebauten Nozzle an sich noch gar keinen Druck gemacht habe. Es kann sein, dass mich das auch so begeistert, dass ich den drauf lasse, aber da sprechen wir am Ende des Videos nochmal drüber. Ich baue jetzt eben mal um, nehme euch mit an den Drucker und dann schauen wir, wie das Ganze druckt. So, der Drucker ist jetzt umgebaut und wie wir schön erkennen können, ist die Nozzle tatsächlich tiefer als hier hinten der tiefste Punkt der Backplate. Und somit wird das funktionieren. Ich werde jetzt aufgrund des Eddies noch ein paar Kalibrierungen vornehmen und wenn ich damit fertig bin, werde ich mal den ersten Testdruck damit starten und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja Leute, wie wir sehen, der Drucker druckt vor sich her. Ich lasse den jetzt noch mal so zu Ende drucken und wenn er soweit ist, nehmen wir das Druckstück mal raus und schauen uns das Ganze an. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die erste Ebene ist ein bisschen knapp gewesen. Das lag jetzt aber einfach nur an der Kalibrierung, die ich da vorgenommen habe. Die habe ich jetzt schnell gemacht, damit das Video auch fertig wird. Dementsprechend kann man das Ganze noch anpassen, aber ihr seht, die Nozzle druckt, es setzt nichts auf und wie gesagt, wir schauen uns gleich mal das Ergebnis an. So, der Druck ist durch. Wie wir sehen, sieht das ganz gut aus, tatsächlich. Der Druck ist relativ glatt. Ja, ein bisschen Schatten drin, okay. Was man bedenken muss, das ist hier ABS, das ist natürlich immer ein bisschen was anderes wie PETG oder PLA oder sowas zu drucken. Ne? Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Das funktioniert auch mit dem Bambu-Klon zum Beispiel auch nicht so gut wie PLA zum Beispiel. Ja, und der Toleranztest, der sieht eigentlich ganz gut aus, obwohl, wie gesagt, ABS. Passt es in 0,0, allerdings ein bisschen straffer wie mit dem PLA. Nur trotzdem bin ich mit dem Druck, um ehrlich zu sein, recht zufrieden. Und ja, guck mal hier. Rastet ein. Geht nicht ganz rein, das ist ein bisschen gesquished unten drunter. Muss ich nochmal an dem First Layer arbeiten. Noch ein bisschen genauer einstellen. Aber ansonsten sind die Toleranzen ganz gut. Das Druckbild ist echt super gut. Und ja, dementsprechend würde ich hier tatsächlich eine Empfehlung aussprechen. Also wenn ihr auf den Umbau zum Bambu-Klon keine Lust habt und alles vom Standard verwenden wollt, ihr ein bisschen mutiger seid und ein Gewinde oder vielleicht unter Umständen eine gute oder eine alte Nozzle opfern wollt, die Originale, dann traut euch das mal ruhig. Denn das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und ihr könnt dann halt ab dem Moment auch wirklich die Düsen wechseln. 06, 08, je nachdem, was ihr drucken möchtet. Geht damit ganz einfach. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo wäre noch viel wichtiger, damit ich auch dieses Jahr noch auf die 1000 Abonnenten komme. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.